Willkommen meine Damen und Herren zu Caio Perico vor dem Update. Nicht nach dem Update, wir spielen heute Caio Perico vor dem Update und schauen mal nach, was aktuell die kleinen Probleme sind. Und dann haben wir ein Vergleichs- und Beweisvideo vor dem Update und dann gibt es natürlich einen Test wieder nach dem Update. Das Ding ist nämlich, dass Rockstar Games gerne in Caio Perico mal wieder an allem drum arbeitet, hier und da. Und das Ganze meistens aus unserer Sicht verschlechtert. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir weniger Beute bekommen. Die Nebenbeute ist zum Beispiel geringer geworden. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir mal schlauere Wachen bekommen, die auf einmal Alarm auslösen, wenn sie jemanden finden, den du erledigt hast, was vorher nicht der Fall ist. Das bedeutet, wenn der hier in der Range von irgendeiner Wache ist oder sein würde, dann würde es Alarm geben. Das gab es früher alles nicht. Das ist ein kleines Problem geworden in GTA, aber jetzt gucken wir mal, was aktuell jetzt in diesem Caio Perico los ist. Ich habe sehr lange kein Caio Perico mehr gespielt. Ich habe mittlerweile über 87 Millionen Dollar wieder. Das liegt daran, dass ich einfach die Eventwochen ausgenutzt habe und Caio Perico größtenteils nicht mehr brauche. Ich brauche nicht mehr das große Geld auf einmal, sondern das kleine Geld, was man so hier und da zwischendurch verdienen kann. Und dann gucke ich immer wieder so, ja, was lohnt sich mehr, was bringt mehr Geld. Und so kleine Missionen, hochgerechnet, sind manchmal sogar besser als Caio Perico. Hier gibt es schon mal ein Problem, Leute. Auf der PlayStation 5 ist das so. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Wenn ich hochspringe und kletter, kann ich den rechten Stick nicht nach links und rechts bewegen. Das war früher nicht so. Und das ist ein Problem, weil ich bei gewissen Orten eigentlich beim Springen den Stick extra nach links oder rechts drehe, um dort halt nach links oder rechts sofort zu landen und mich dorthin zu bewegen. Und das müssten die eigentlich schon längst behoben haben bei Rockstar Games, haben die aber nicht gemacht. Kann sein, dass das nach dem Update so sein wird. Was mir auch aufgefallen ist, ist bei der Beute, die Hauptbeute, die ist bei mir katastrophal. Ich hatte sehr lange nicht mehr den Diamanten. Sehr, sehr lange nicht mehr. Also schon mal so ein paar kleine negative Aspekte hier. Das ist diese Wache zum Beispiel, die normalerweise Alarm auslösen würde, wenn sie die beiden hier, die ich immer wieder erledige, sichten würde. Hier, die zwei hier. So, beim Thema Schießen und durch Caio Perico laufen hat sich Gott sei Dank nichts allzu sehr ins Negative geändert. Also da habe ich absolut keine Probleme. Ich denke, viele von euch auch nicht. Aber so diese Kleinigkeiten und vor allem mit dem Preislichen, also dass die Beute weniger Geld gibt. Es gibt immer noch einen Alarm, wenn diese Wache da hinten rumläuft und uns hier sieht, durch die Wand. Das Ganze wurde immer noch nicht behoben und das ist jetzt langsam peinlich, finde ich. Das ist wirklich langsam peinlich, dass man einfach das da nicht beheben kann. Und es ist wirklich auch sehr ungewohnt. Das stört mich sehr, Leute. Ich muss das wirklich sagen. Das stört mich sehr, dass ich diese Kamera beim Klettern und Springen nicht bewegen kann. Das ist, weiß ich nicht. Es läuft alles so gut hier. Ich kann immer die Kamera drehen und dann bei diesem Sprung nicht. Es sind so diese Kleinigkeiten, die einfach verhäuft vorkommen, die dann einen aufregen, meiner Meinung nach. Aber hey, was soll's. Vielleicht nach dem Update wird das Ganze besser. Ich glaube nicht, dass sich geldtechnisch was ändern wird. Vielleicht, wenn es mit dem Update mehr Missionen gibt, wo man gutes Geld verdienen kann Rockstar Games das anpassen, die Änderung, also das Geld nach unten bringen. Das ist dann leider nun mal so, da können wir nichts gegen tun. Ist halt Rockstar Games, sie entscheiden am Ende des Tages, die sagen dann einfach nach dem Motto, ey, pass mal auf, die verdienen so viel Geld innerhalb von dieser Zeit, zum Beispiel innerhalb von 2 Stunden, wir müssen das ein bisschen runterschrauben. Kann passieren, Leute. Sie werden ja auch zum Beispiel, haben die angekündigt, bei einigen Missionen das Geld hochschrauben, aber geht nicht davon aus, dass ihr jetzt dadurch richtig reich sein könnt oder so. Lasst euch nicht halten in dem Sinne, nur es könnte sich wahrscheinlich dann mehr lohnen, wenn es zweifach Geld gibt. Und ich glaube auch für die Sachen wie zum Beispiel Open-Wheel-Rennen wird es... Guck mal, ich kann sogar nicht einsteigen wegen dieser Kamerablockade. Ich kann nicht mehr. Ich kann die Kamera nicht bewegen und dann erst einsteigen, wenn ich die Kamera bewegen kann. Also, zum Beispiel so Open-Wheel-Rennen, da gehe ich richtig stark von aus, dass die sofort mit dem Update in der nächsten kommenden Zeit zweifach Geld haben werden. Ich wünsche mir, dass es neue Open-Wheel-Fahrzeuge gibt, aber das ist ja nicht Wünsche im Update, sondern Caio Perico. Ich benutze für mich persönlich die beste Methode, wenn ich alleine bin. Nebenbeute immer am Flugfeld, Hauptbeute mit El Rubio natürlich, gehen wir durch Abwasserkanal. Ich glaube, das ist das Beste. Vergiss nicht, weil es gibt ein paar Leute, die frage ich immer wieder, wenn die auf Twitch sind, die fragen was zu Caio Perico, ich frage dann immer auf blöd, hast du dein Atemgerät aktiviert?
Weil es gibt Leute, die tauchen ohne Atemgerät und sagen dann, ey Yankee, wie schaffst du das? Ich gehe die ganze Zeit drauf. Vielleicht mal ein bisschen lesen, was oben links steht oder was Pavel sagt. Nur ein bisschen, nicht alles. Nur ein bisschen hin und her. Dann läuft das schon. So, Hauptanwesen von El Rubio. Jetzt hat sich auch so ein bisschen so ein paar kleine Details geändert, ne? Das war mein USB-Kabel, der ist abgefallen. Es hat sich auch ein bisschen was geändert. Zum Beispiel ist ja unser Brenner, den wir raussuchen jetzt, normalerweise orange gewesen, obwohl der beim Besorgen blau war. Da hat Rockstar Games schon auch so ein paar Kleinigkeiten abgeändert, was ich gut finde. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die ich richtig kritisieren muss. Beim Thema Geld verdienen natürlich, wie ich ja gesagt habe, es gibt jetzt deutlich mehr Möglichkeiten. Aber es gibt Leute, die spielen zum Beispiel die anderen Missionen noch gar nicht. Es gibt Leute, die spielen so wie ich nur Cayo Perico und haben am meisten Spaß mit Cayo Perico. Auch so Abklingzeit. Es kann sein, dass Rockstar Games die Abklingzeit wieder ändern wird. Bestes Beispiel von Franklin, die Telefonattentat-Mission. Die wurden jetzt quasi 3-mal abgeändert. Das erste Mal waren es 20 Minuten, dann wurden es 48 Minuten, jetzt sind es 10 Minuten, aber dafür gibt es weniger Geld. Also da wurden, ne, wie gesagt, 3 verschiedene Möglichkeiten hatten wir dort und das kann auch bei Cayo Perico sein. Man kann auch jetzt sagen, bei Cayo Perico, wenn du alleine spielst, gibt es eine geringere Abklingzeit, aber dafür gibt es weniger Geld. Man kann aber auch sagen, ey, es gibt eine höhere Abklingzeit, aber dafür gibt es mehr Geld. Es ist alles möglich und Leute, früher hätte ich gesagt, ich glaube mich an Änderungen, wenn ein Update erschienen ist, dann ändern die nichts mehr, aber mittlerweile kündigt Rockstar Games bei jedem Update Änderungen an, dass das Ganze wahrscheinlich leider passieren könnte. Und es gab Alarm. Okay. Wisst ihr warum? Wegen den beiden Wachen, die ich eliminiert habe am Flugfeld und das Auto ist jetzt eingefahren. Guck, das sind so die Sachen, die mich persönlich ein bisschen stören. Das ist in jedem anderen Spiel, beziehungsweise in jeder anderen Situation in GTA, würden die Wachen schon längst verschwinden, aber hier nicht. Und das ist etwas, was ich jahrelang nicht beachten musste und deswegen wieder nicht beachtet habe in diesem Fall. Und deswegen sind wir draufgegangen. Also totaler Schwachsinn wieder von Rockstar Games leider. Wie es leibt und lebt, kann man an dieser Stelle, glaube ich, gut sagen. Ja, wir werden die Heist jetzt nicht abschließen. Es gibt schon wieder Alarm. Hä? Das ist ja richtig krass. Also guck mal, das ist so eine Sache, da muss Rockstar Games vielleicht mal dran arbeiten. Vielleicht mal sagen, okay, der Typ hat es hier reingeschafft ohne Alarm. Die Wachen müssen wir auch mal resetten und entfernen, weil das hier ist jetzt gerade ein bisschen schwachsinnig, muss ich sagen. Ich jag nicht mehr in der Luft und wir starten von neu. Vielleicht geht's dann weiter. Guck mal, dieses Problem hatte ich noch nie. Noch nie. Und jetzt kommt dieses Problem, dass ich 2-mal hintereinander irgendwie erwischt werde, obwohl ich Cayo Perico von neu gestartet habe. Wir probieren es von neu. Und genau deswegen wollte ich als Videobeweis das Ganze haben, weil wenn ich das gesagt hätte, ey Leute, bei mir gibt es immer Alarm, Alarm wird ausgelöst, dann würden die Leute sagen, ah, Yankee, du laberst nur. Und jetzt haben wir hier, jetzt haben wir das. Jetzt ja, guck mal. Jetzt sind wir hier gefangen in der Endlosschleife quasi. Oh mein Gott, das ist traurig. Okay, Leute, ich habe mir gedacht, wir haben ja die Hauptbeute besorgt. Das Problem haben wir jetzt gesehen mit den Wachen, da muss man aufpassen. Und jetzt machen wir hier weiter. Und zwar genau hier, die Assassin-Taktik, wie ich die gerne nenne. Aufs Dach hochklettern. Und hier haben wir schon das erste Problem. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und wenn du hochkletterst und dein Charakter klettert ein bisschen nach links hoch, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass du runterfällst. Und dann kommt wieder das Kameraspielchen. Wenn ich nämlich zum Beispiel hier hochgehe, mein Charakter ist nach links geneigt, dann gucke ich nach rechts und beim Klettern geht der dann rechts rüber. Oder er zieht rechts rüber. Sogar hier jetzt gerade beim Springen konnte ich die Kamera nicht bewegen. Also das ist wirklich, das schränkt einen sehr ein beim Thema Bewegen. Aber ansonsten, die Assassin-Taktik, die läuft immer noch. Man muss nur ein kleines bisschen aufpassen. Ein ganz kleines bisschen rumlaufen und dann läuft das Ganze. Und dann geht es weiter mit Wachen eliminieren und so weiter und so fort. Hier beim Tresor gibt es auch eine kleine Kritik. Was guckt der mich so an, mein Charakter? Bei einem Tresor musst du mit dem Pfeil nach links und rechts, beim anderen Tresor musst du X drücken, wenn du die Zahlen eingeben willst. Das ist nicht einheitlich und das ist auch nicht gut. Das müssen die in Cayo Perico ändern und die neue Version benutzen. Also dass du mit dem Pfeil nach links und rechts gehen musst.
weil ich glaube, das ist das Bessere, was man benutzen kann. Was ich auch immer noch sehr schade finde, ist, dass du nicht alleine auch mal hier Gold und Co. nehmen kannst. Oder komm, nimm Gold von mir aus weg, wenn man alleine ist, aber lass mich doch hier im Anwesen die Beuten nehmen. Das könnte man alleine bestimmt doch locker auch schaffen. Alleine wenn Lester uns so ein USB-Gerät irgendwie hacken würde oder besorgen würde, wäre schon eigentlich gar nicht so schlecht. Aber so müssen wir jetzt einfach weiter normal voranschreiten. Mit leeren Taschen. Und ab und zu gibt es ja Gemälde. Gemälde sind ja auch gar nicht mal so schlecht, weil du dann mit einem Gemälde hast du die Hälfte deiner Taschen voll. Jetzt müssen wir aufpassen. Eigentlich ist die Flucht ja auch gar nicht mal so schwer. Das kann man schon machen. Man muss halt immer nur aufpassen, wo man trifft. Und dann läuft das Ganze, dann gibt es auch keinen Alarm. Man muss nicht zu viel Angst haben, man muss ein bisschen sicher reingehen. Und nicht die ganze Zeit, oh, ich könnte erwischt werden. Wenn man so denkt und so startet, dann wird man meistens erwischt. Hier, diese Animation kann Rockstar Games auch nach dem Update von mir aus entfernen. Wer 50 Mal Cayo Perico gemacht hat, der hat einfach nicht mehr diese Probleme mit Tür aufkriegen. Allgemein sollte man mittlerweile solche Cutscenes von alten Update-Inhalten einfach entfernen können. Nicht entfernen, sondern überspringen. Einfach X und dann war's das. Geht aber auch nicht. Hier bei Wachen, ne? Ihr könnt entweder jetzt hier die ganzen Wachen, die vorbeifahren, eliminieren oder ihr geht so wie ich einfach hier weg. Und dann ist der Rest ja gleich. Einfach tauchen und fliehen. Ja Leute, ein paar kleine Fehler hat Cayo Perico immer noch. Die muss Rockstar Games ganz dringend mit dem Update beheben. Und auch ein paar Sachen eventuell mal ein bisschen lockerer lassen. Auch bei den Wachen, zum Beispiel bei den Eliminierten. Dass man einfach sagt, okay, der Charakter ist so weit weg. Es kann nicht sein, dass wir jetzt nochmals hier irgendwie dafür sorgen, dass es Alarm gibt. Weil in allen anderen Situationen despawnen unsere Charaktere. Und nochmals, eine Sache, die ich immer kritisieren muss, dieses Spiel hier, GTA 5 ist kein Hitman. Wir können Leute, die wir eliminiert haben, nicht verstecken oder beiseite legen oder in so einen Busch reinwerfen, als ob wir so Hitman oder Assassin's Creed wären, in Heuhaufen am besten. Und deswegen sollte man entweder diese Funktion erlauben, dass man Leute tragen kann, schleppen kann, oder man sollte einfach mal den Ball flach halten, wenn es um Thema geht, dass es Alarm gibt, wenn man jemanden sieht. Und das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Von Anfang an war das ja nicht so. Anfangs gab es keinen Alarm, wenn du die dort liegen lassen hast und das Auto ist vorbeigefahren. Das ist ja komplett später gekommen. Und das ist halt etwas, was ich sehr schade finde. Also sehr, sehr, sehr schade finde. Und da Rockstar Games, da müsst ihr mal dran arbeiten und ein bisschen nachdenken. Und das hier zum Schluss ist auch perfekt. Merkt ihr, wie unflüssig das Ganze ist? Ich will jetzt nicht sagen, dass das voll am Laggen ist, aber es ist auf einmal hier deutlich komischer unterwegs. Und das war auf der PlayStation 4 nicht mal so. Hier gibt es also irgendeinen kleinen Fehler. Ich hatte wirklich, guck mal, ist es Frame-Einbüße? Nein. Es sind allgemein weniger Frames. Und das ist etwas, was ich so eigentlich noch nie hatte in GTA Cayo Perico. Auch das ist vielleicht ein Fehler mit dem Winter-Update gewesen. Auch das bitte einmal entfernen. Dankeschön, bitteschön. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, sind wir heute am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, keep Tamageil. Ich bin raus und tschüss.